Die Bilder, die Sie auf Ihren Bildschirmen sehen, wurden von Überwachungskameras aufgenommen, die in der Stadt León im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato installiert sind. Sie zeigen die letzten Bewegungen eines 12-jährigen Jungen namens Mateo, der kurz nach dem Verlassen der Schule spurlos verschwunden ist. Die verzweifelte Suche nach dem Kind erschütterte das ganze Land und fand eine beispiellose Resonanz in den sozialen Netzwerken, wo sich die unterschiedlichsten Versionen darüber verbreiteten, was mit ihm geschehen sein könnte. Nach den vorliegenden Informationen wurde Mateo Santiago Ramírez am 18. Oktober 2012 geboren. Er war das zweite Kind seiner Eltern, Vater Gerardo Ramírez und Mutter María Teresa Martínez, die auch Mariteri genannt wurde. Leider gibt es nicht viele Details über die ersten Lebensjahre des Jungen. Bekannt ist nur, dass er zusammen mit seinen Eltern, seinem Bruder Angel und seiner Schwester Camila aufgewachsen ist. Die Familie Ramírez Martínez war sehr glücklich. Sie beschrieben Mateo als freundliches, offenes und aufgewecktes Kind. Ungefähr im Juli oder August 2024 zogen sie in ein ruhiges Dorf in der Kolonie Chepolita, einem Vorort von León. Kurz nach dem Umzug begann Mateo sein erstes Jahr an der Mittelschule. Da diese ziemlich weit von seinem Zuhause entfernt war, musste er mit dem Bus dorthin fahren. Mateos Eltern beschrieben ihn als ein unglaublich verantwortungsbewusstes Kind, das nie den Unterricht versäumte. Mit anderen Worten, er hatte einen strengen Tagesablauf, den er in der Regel bis ins kleinste Detail einhielt. Und obwohl Mateo noch nicht lange in dieser Gegend lebte, kannten ihn Anfang 2025 schon fast alle Anwohner. Sie alle sahen in ihm einen freundlichen, verantwortungsbewussten und höflichen Jungen, der nie in Schwierigkeiten geriet. Auch in der Schule hatte Mateo einen guten Ruf. Soweit ich weiß, hatte er sogar eine enge Beziehung zu einer seiner Klassenkameradinnen aufgebaut. Mateo begleitete sie oft nach Hause, weshalb die anderen Klassenkameraden sie für ein Paar hielten. Insgesamt konnte man mit Fug und Recht sagen, dass er ein glückliches und unbeschwertes Leben führte, genau wie jeder andere Junge in seinem Alter. Doch am Dienstag, dem 4. Februar 2025, änderte sich alles grundlegend. Laut den Eltern von Mateo verlief der Morgen wie immer. Sie gingen zur Arbeit und er zur Schule. Normalerweise kam Mateo immer um 11:30 nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt war auch seine Mutter María Teresa von der Arbeit zurück, um ihn von der Schule abzuholen. Aber wie ich bereits erwähnt habe, lief an diesem Tag alles anders als geplant und Mateo kam nicht zur gewohnten Zeit nach Hause. In den ersten Minuten seiner Abwesenheit versuchte María Teresa, sich zu beruhigen. Sie dachte, er sei wohl mit seiner Freundin unterwegs, mache seine Hausaufgaben in der Schule oder sein Bus habe einfach Verspätung. Aber wie so oft vergingen die Minuten und María Teresa begann sich Sorgen um ihren Sohn zu machen. Als es 15 Uhr wurde und noch immer keine Nachricht von Mateo kam, begann sie ihn beharrlich auf seinem Handy anzurufen, aber ihre Anrufe wurden nicht angenommen. Gleichzeitig schickte die Frau ihrem Sohn mehrere Nachrichten über einen Messenger-Dienst, und da diese Apps nur funktionieren, wenn eine Internetverbindung besteht, und María Teresa sah, dass die Nachrichten ihren Sohn einfach nicht erreichten, nahm sie an, dass ihm das Guthaben ausgegangen war. Da sie sich ernsthaft Sorgen um ihren Sohn machte, teilte die Frau ihrem Mann mit, dass der Junge nicht nach Hause gekommen sei. Nach diesem Anruf wurde die Stimmung im Haus noch beunruhigter. Als Gerardo von der Arbeit zurückkam, beschloss er, auf die Straße zu gehen und nach seinem Sohn zu suchen. Zuerst fragte der Mann Nachbarn und Freunde, und sie kamen zu dem Schluss, dass Mateo einfach einen Bekannten getroffen hatte und vergessen hatte, seinen Eltern zu sagen, dass er etwas später als gewöhnlich kommen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Eltern des Jungen nur seinen letzten Standort, den sie mit Hilfe einer speziellen App ermittelt hatten. Diese führte sie zu einer der Straßen der Stadt, in der Mateo normalerweise nicht unterwegs war. Außerdem zeigte die App, dass sein Handy nicht in einem Wohnhaus oder Gebäude versteckt war, sondern direkt auf der Straße lag. Als die Eltern des Jungen jedoch an diesem Ort ankamen, konnten sie nichts entdecken. Schließlich beschlossen sie, sich an die Behörden zu wenden und Informationen über das Verschwinden ihres Sohnes in den sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Dies geschah offenbar, damit alle Bekannten gleichzeitig von Mateos Verschwinden erfuhren und ihnen möglicherweise bei der Suche helfen konnten. Nach einiger Zeit durchsuchten sie mit Hilfe von Freunden und Verwandten erneut die Gegend, um die Anwohner zu befragen und herauszufinden, ob jemand Mateo gesehen hatte. Etwa zur gleichen Zeit begann María Teresa, die letzten Stunden, die sie mit ihrem Sohn verbracht hatte, noch einmal Revue passieren zu lassen.
Aus irgendeinem Grund kam sie zu dem Schluss, dass sie sich gestritten haben könnten und Matteo deshalb nicht nach Hause zurückkehren wollte. Aber so sehr die Frau auch nach einem Grund für ihren möglichen Streit suchte, sie konnte keinen finden. Es ist bekannt, dass die Behörden am selben Tag das sogenannte Amber Alert-System aktivierten, das alle anderen Polizeibeamten über das Verschwinden des 12-jährigen Matteo informierte. In dieser Meldung wurde er als Junge mit glattem schwarzem Haar, braunen Augen und einem großen runden Muttermal auf der Hüfte beschrieben. Außerdem wurde angegeben, dass er etwa 1,30 Meter groß war und eine Schuluniform, weiße Turnschuhe und eine weinrote Jacke trug. Später wurde diese Information jedoch korrigiert und es wurde berichtet, dass Matteo eher 1,50 Meter groß sei und seine Jacke nicht rot, sondern rosa sei. Wie zu erwarten war die erste Nacht nach Matteos Verschwinden für seine Eltern voller Leid und Ungewissheit. Am frühen Morgen des 5. Februar schlossen sie sich zusammen mit ihren Nachbarn in kleinen Gruppen zusammen, um die Suche fortzusetzen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass sich ihnen später eine große Anzahl von Menschen anschloss, die weder sie noch Matteo kannten. Sie alle liefen durch die Straßen und riefen den Namen des Jungen, um ihn aufzufordern, nach Hause zurückzukehren. Außerdem verteilten sie Flugblätter mit Informationen über den Jungen an alle, denen sie begegneten, und baten sie, die Polizei zu rufen, falls sie etwas erfahren sollten. Darüber hinaus klebten die Menschen Flugblätter an Pfosten, Bäumen und Fassaden von Wohnhäusern und Geschäften in der Umgebung. Auch Matteos Klassenkameraden beteiligten sich an der Suche und versuchten, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf den Fall zu lenken. Die Schulleitung der Schule, die Matteo besucht hatte, und andere Kinder unterstützten die Suche nicht nur, sondern hängten auch Informationen über sein Verschwinden in der Schule aus. Tatsächlich hatte der Fall von Matteo zu diesem Zeitpunkt nicht nur in den sozialen Netzwerken, wo buchstäblich Hunderte von Menschen seine Fotos teilten, große Aufmerksamkeit erregt, sondern auch die lokalen und nationalen Medien auf sich gezogen, die den Aufruf seiner Familie unterstützten, das Kind lebend und unversehrt zurückzubringen. Dennoch gab es zu diesem Zeitpunkt noch immer keine Hinweise oder Spuren des Jungen, aber trotz der fehlenden Ergebnisse suchten Matteos Angehörige und die Polizei weiterhin die Straßen ab und sichteten Überwachungsvideos. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die lokalen Behörden, obwohl in den Medien ziemlich viele Details über das Verschwinden des Jungen bekannt wurden, seine Verwandten baten, die wichtigsten Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren, nicht zu veröffentlichen. Ich vermute, dass sie ein gewisses Maß an Geheimhaltung wahren wollten, damit die Ermittlungen so reibungslos und effektiv wie möglich verliefen. Nach einigen Tagen wurde bekannt, dass die Behörden Matteo auf den Aufnahmen der Überwachungskameras gefunden hatten. Das war nicht wirklich überraschend, da viele Bilder analysiert worden waren, und zwar nicht nur von den Kameras in der Nähe von Matteos Schule, sondern auch von anderen Kameras entlang der gesamten Strecke, die er normalerweise nach Hause genommen hatte. Dank dieser Aufnahmen konnte festgestellt werden, dass er am Tag seines Verschwindens wie immer zusammen mit seiner Freundin die Schule verlassen hatte. Ich habe Ihnen ja bereits erzählt, dass Matteo sie immer nach Hause begleitet hat. Diese Information wurde auch von einem Taco-Verkäufer bestätigt, der normalerweise an der Ecke neben ihrem Haus stand. Der Mann sagte, er habe sich an Matteo erinnert, weil er jeden Tag mit seiner Freundin an seinem Laden vorbeigegangen sei. Seinen Angaben zufolge habe er die Jugendlichen an diesem Tag ebenfalls zusammen gesehen und sie hätten ganz normal gewirkt. Danach filmten die Kameras den Moment, in dem Matteo in den Bus stieg. Es war dasselbe Verkehrsmittel, mit dem der Junge normalerweise nach Hause fuhr. Aus irgendeinem Grund stieg Matteo jedoch nicht an seiner Haltestelle aus. Nach Angaben der Behörden tat er dies, um Cristian Augusto Jafeta Gomez zu besuchen, einen 34-jährigen Mann, der als Arzt arbeitete. Einigen Angaben zufolge stieg Matteo in einen weißen Lieferwagen, der Christian gehörte und vor einem kleinen zweistöckigen Gebäude geparkt war, und kurz darauf verlor sich seine Spur. Sie haben sich wahrscheinlich schon gefragt, wer dieser Christian ist und in welcher Beziehung er zu Matteo stand. Nun, es ist bekannt, dass er als Arzt arbeitete und eine ärztliche Zulassung hatte. Im Jahr 2009 schloss Christian sein Studium an einem örtlichen Chemielabor ab und bereits 2017 an der Medizinischen Universität von León. Danach begann er in der Nähe von Matteos Haus Patienten zu behandeln und spezialisierte sich auf die Behandlung von Menschen mit Diabetes. Gleichzeitig war bekannt, dass Christian seine Dienste auch über einen sogenannten mexikanischen Verein für umfassende Pflege bewarb.
Praktisch zu Beginn der Ermittlungen berichteten einige Medien, dass Matteo viel Zeit mit diesem Mann verbrachte und ihm bei verschiedenen Kleinigkeiten half. Die Eltern des Jungen bestritten dies jedoch. Sie gaben an, dass ihr Sohn nie in seinem Büro gewesen sei und dass er keine so enge Beziehung zu Christian gehabt habe. Ihren Angaben zufolge habe der Junge immer denselben Tagesablauf gehabt, weshalb es seltsam gewesen sei, dass er überhaupt Zeit gehabt habe, einem ihm kaum bekannten Mann zu helfen. Die Ermittlungen wurden dennoch fortgesetzt und Christian wurde zum Hauptverdächtigen in diesem Fall. Die Behörden setzten sich daraufhin mit dem Mann in Verbindung und baten ihn, zur Polizeiwache zu kommen, um ihnen die Aufzeichnungen der in seinem Büro installierten Überwachungskameras zu zeigen und ihm einige Fragen zu stellen. Obwohl Christian ursprünglich selbst zugestimmt hatte, zu diesem Treffen zu kommen, tat er dies nicht. Aus diesem Grund mussten die Behörden selbst zu seinem Büro fahren, konnten ihn jedoch nicht finden, da Christian nicht mehr dort war. Tatsächlich war die einzige Person, mit der sie sprechen konnten, die Mutter des Mannes, deren Identität später nicht bekannt gegeben wurde. Die Frau sagte, sie könne ihnen die Aufnahmen der Kameras nicht zeigen, da diese schon lange nicht mehr funktionierten. Schließlich verließen die Behörden den Ort ohne großes Aufsehen, setzten jedoch die Ermittlungen gegen Christian fort, da er weiterhin der Hauptverdächtige im Fall des Verschwindens von Matteo war. Während die Ermittlungen weitergingen, nahmen die Eltern, Verwandten und Freunde von Matteo an einer Art Mahnwache teil. Sie zündeten Kerzen an und sprachen Gebete in der Hoffnung, dass der Junge bald lebend und unverletzt gefunden werden würde. Etwa zur gleichen Zeit tauchten im Internet Aufnahmen von Überwachungskameras auf, die die letzten Bewegungen von Matteo zeigten. Später konnten die Behörden im Rahmen ihrer Ermittlungen feststellen, dass der Junge, nachdem er in Christians Lieferwagen gestiegen war, an einen anderen Ort in einer benachbarten Siedlung gebracht worden war. Nachdem sie die Adresse ermittelt hatten, begaben sich die Behörden dorthin, um herauszufinden, ob sich der Mann dort befand und ob er die Situation aufklären und sich so von jeglichem Verdacht befreien konnte. Als sie dort ankamen, fanden sie ein kleines Haus und ein Eingangstor vor, das mit einem Vorhängeschloss verschlossen war. Trotzdem kehrten sie nicht um und gingen davon aus, dass dies nur eine Strategie von Christian war, der den Anschein erwecken wollte, als sei er nicht zu Hause. Nach einer Weile drangen die Behörden mit einem Dietrich in das Haus ein. Es gibt 2 Versionen darüber, was dann geschah. Der ersten Version zufolge begann Christian, bevor die Beamten das Haus betraten, zu schreien und zu sagen, dass er sich das Leben nehmen werde. Der zweiten Version zufolge fanden die Beamten einen verwundeten Mann im Haus. Es wird vermutet, dass er zunächst mehrere Schüsse in Richtung der Eingangstür abgegeben und sich dann mit seiner eigenen Pistole selbst verletzt hat. Als der erste Krankenwagen am Tatort eintraf, wies Christian bereits mehrere Verletzungen auf. Sein Leben war jedoch nicht in Gefahr. Der Mann war bei Bewusstsein und konnte den Fragen der Behörden antworten. Er gestand sowohl die Entführung als auch die Vergewaltigung und anschließende Ermordung von Matteo. Außerdem nannte Christian den Behörden den genauen Ort, an dem sie die Leiche des Jungen finden konnten. Danach wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht und unter ständige Polizeibewachungen gestellt, um mögliche Anschläge auf sein Leben durch Anwohner zu verhindern. Anhand der Informationen von Christian machten sich die Behörden auf die Suche nach der Leiche von Matteo. Es wurde vermutet, dass sie etwa 15 Kilometer vom Haus des Mannes entfernt begraben war. Nach einer langen Suche gelang es den Behörden schließlich, die Leiche des 12-jährigen Jungen zu finden. Sie lag in der Nähe eines kleinen Betonpfostens und von Büschen umgeben, mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt. Wie Christian später sagte, war es ihm einfach nicht gelungen, Matteo ordentlich zu begraben. Nach einiger Zeit wurde die Leiche des Jungen zur Obduktion in die Gerichtsmedizin gebracht und erst danach den Eltern übergeben. Den Blutspuren nach zu urteilen, die am Fundort entdeckt wurden, könnte Matteo genau dort ums Leben gekommen sein. Zu diesem Zeitpunkt waren sich die Behörden jedoch noch nicht sicher und gaben daher keine öffentliche Erklärung ab. Bekannt war nur, dass die Polizei das Gebiet abgesperrt hatte, um auf die Ankunft besser qualifizierter Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Jalisco zu warten. In der Folge wurden nicht nur an diesem Ort, sondern auch in Christians Büro und in seiner Wohnung zahlreiche Spuren gefunden. Dort wurden die wichtigsten Beweise gefunden, die es ermöglichten festzustellen, dass Matteo ursprünglich genau an diesem Ort angegriffen worden war. Kurz darauf gab die Staatsanwaltschaft von Guanajuato eine offizielle Erklärung ab, in der sie sowohl die Entdeckung der Leiche des Jungen als auch den weiteren Verlauf der Ermittlungen bekannt gab.
Darüber hinaus hieß es in der Erklärung, dass die Eltern von Matteo alle notwendige psychologische und finanzielle Unterstützung erhalten würden. Diese Erklärung löste in der Öffentlichkeit gemischte Reaktionen aus. Besonders deutlich wurde dies in den sozialen Netzwerken, wo buchstäblich Hunderte von Nutzern das Geschehen um Matteo verurteilten und Gerechtigkeit forderten. Die Behörden äußerten jedoch ebenfalls ihre Ablehnung gegenüber dem Vorfall. Sie versprachen, dass dieses Verbrechen nicht ungestraft bleiben werde. In der Zwischenzeit bekundeten einige zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich vor allem für den Schutz von Kindern einsetzen, ihre Solidarität mit der Familie Ramirez Martinez und stellten die Geheimhaltungsprotokolle, nach denen die Behörden vorgegangen waren, in Frage. Mit anderen Worten, ihnen missfiel, dass die Ermittlungen in diesem Fall sehr geheim gehalten wurden, was dazu führte, dass die Menschen begannen, Vermutungen anzustellen und ihre eigenen Theorien über die Art und das Ausmaß des Verbrechens aufzustellen. Einige von ihnen sagten beispielsweise, dass die Polizisten, die Christian ins Krankenhaus gebracht hatten, Zugang zu seinem Mobiltelefon hatten und darin eine große Anzahl von Fotos von Kindern gefunden hätten. Obwohl dies von der Staatsanwaltschaft in keiner offiziellen Erklärung bestätigt wurde, habe ich mich entschlossen, dies zu erwähnen, da es in den sozialen Netzwerken immer wieder diskutiert wurde. Außerdem wurde viel darüber gesprochen, dass mindestens eine weitere Person in diesen Fall verwickelt sei. Die Behörden erklärten jedoch, dass zu diesem Zeitpunkt Christian der einzige Verdächtige sei und niemand sonst. Es sollte auch erwähnt werden, dass es einige gab, die die Situation für ihre eigenen Zwecke ausnutzen wollten und eine Spendenkampagne organisierten. Diese Kampagne sollte den Eltern von Matteo helfen, die Kosten für seine Beerdigung zu decken. Die Eltern selbst erklärten jedoch, dass sie davon nichts wüssten und rieten allen Einwohnern, nicht auf diese Betrügereien hereinzufallen. Außerdem war kurz zuvor bekannt gegeben worden, dass die Gemeinde alle größeren Kosten übernehmen würde. Es ist bekannt, dass die Beerdigung von Matteo einige Tage nach der Entdeckung seiner Leiche stattfand. Dutzende von Einwohnern nahmen daran teil, darunter nicht nur diejenigen, die ihn persönlich kannten, sondern auch Menschen, die von dieser Tragödie nicht betroffen waren. Am nächsten Tag wurde zum Gedenken an den Jungen eine besondere Trauerfeier abgehalten, bei der er mit aufrichtigen Worten der Liebe, weißen Luftballons und Blumen geehrt wurde. Am selben Tag erschienen in den Medien neue Informationen über den Zustand von Christian, der sich noch immer im Krankenhaus befand. Es wurde davon ausgegangen, dass er dort bleiben würde, bis sich sein Zustand stabilisiert hatte. Unterdessen gaben lokale Kinderrechtsorganisationen eine weitere Erklärung ab, in der sie die Behörden aufforderten, entschiedene Maßnahmen gegen den Mann zu ergreifen. Am Mittwoch, dem 11. Februar 2025, teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass die offizielle Verhaftung von Christian unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus in Kraft treten werde. Nach einiger Zeit wurde der Mann, der sowohl von zahlreichen Angehörigen der Nationalgarde als auch von der Stadtpolizei bewacht wurde, in ein sogenanntes Sozialrehabilitationszentrum gebracht. Bereits am nächsten Tag fand die erste Gerichtsverhandlung in seinem Fall statt, in der ihm offiziell eine Straftat gegen die sexuelle Integrität sowie Entführung und Mord unter erschwerenden Umständen vorgeworfen wurden. Während der Verhandlung wies die Verteidigung von Christian auf zahlreiche Verstöße der Behörden bei seiner Festnahme hin und bat um zusätzliche Zeit, um möglichst viele Beweise für die Unschuld des Mannes zu sammeln. Gegen Ende des Tages wurde bekannt, dass die weitere Verhandlung auf Montag, den 17. Februar desselben Jahres, vertagt wird. Die gesetzlichen Vertreter von Matteos Eltern bestanden weiterhin darauf, dass Christian für seine Tat zur Verantwortung gezogen werden müsse. Außerdem behaupteten sie, dass der Junge dem Mann niemals in seinem Büro geholfen habe. Aus irgendeinem Grund konnten sie jedoch nicht klären, wie genau es zu ihrer Verbindung gekommen war. Bis heute ist der Fall nicht vorangekommen. Das Gericht muss noch ein Urteil fällen und damit entscheiden, was mit Christian geschehen soll. Es ist erwähnenswert, dass in den sozialen Netzwerken weiterhin neue Hypothesen darüber auftauchen, was wirklich passiert ist. Dies zeigt vor allem, dass dieser schreckliche und schmerzhafte Fall die gesamte mexikanische Gesellschaft stark geprägt hat. Im Moment bleibt nur zu hoffen, dass Matteos Eltern Gerechtigkeit erfahren und dass vieles, was noch unbekannt ist, endlich ans Licht kommt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.